Hi, heute will ich euch mal was über Trekking-Zelte erzählen, die eben speziell fürs Wandern über mehrere Tage gedacht sind und was man also alles bei einer Neuanschaffung beachten sollte, wie die sich von klassischen Zelten, die man schon vielleicht vom Campen mit dem Auto oder sowas kennt, unterscheiden, welche Materialien und Aufbauformen es da gibt und noch viele weitere Details. Ja, was unterscheidet denn ein Zelt zum Tracken konkret von einem normalen Zelt, was man so mal benutzt hat, um mit dem Auto irgendwie am Wochenende zelten zu fahren oder vielleicht für andere Touren? Ja, zum einen sind diese Zelte natürlich deutlich leichter oder müssen auch deutlich leichter sein, weil wir möchten die Zelte ja über mehrere Tage im Rucksack haben. Und dadurch benutzt man bei Trekkingzelten leichtere und dünnere Materialien. Man muss natürlich Kompromisse eingehen, die sind oft nicht so groß wie normale Zelte und müssen natürlich auch kompakt sein, denn sie müssen auch in den Rucksack passen. Und deswegen haben sie vielleicht auch nicht alle Funktionen, die so ein normales, großes Zelt vielleicht hat. Manche haben ja wirklich so ein etwas größeres Vorzelt noch und man muss auf jeden Fall Kompromisse eingehen, wenn man denn mit möglichst wenig Gewicht dann auch mit dem Zelt lange auskommen möchte. Spezielle Trekkingzelte sind eben je nach Ausführung deutlich minimalistischer und man kann schauen, welche grundlegenden Funktionen man da in seinem Zelt braucht, um dann vielleicht noch mehr Gewicht zu sparen. Oft kommen diese zum Beispiel auch ganz ohne Zeltstangen oder ähnliche Sachen aus, um dann eben so leicht wie möglich zu sein. Generell gibt es natürlich viele verschiedene Arten von Trekking-Zelten oder generell von Trekking-Unterkünften. Das erste wären da die Biwaksäcke. Das sind eben ganz kleine Ein-Mann-Säcke, kann man fast schon sagen, die eben zum Biwakieren oder zum Lagern eigentlich gedacht sind. Natürlich kann man auch da drin nächtelang schlafen. Aber es sind eben kleine sackartige Zelte, die im Liegen nur knapp über dem Oberkörper gespannt werden und man wirklich wie in einer Art Mumiensarg quasi liegt, also wirklich sehr wenig Raum. Oft liegen sie auch bis zum Hals wirklich auf der Person selber auf und haben nur im Kopfbereich noch eine kleine Erhöhung, die dann komplett auch vor Regen zum Beispiel schützt. Die nächste Klasse sind die Tarps und Tarps sind quasi große dünne Planen, die dann über verschiedene Konstruktionsweisen gespannt werden können. Wenn man in der freien Natur, zum Beispiel im Wald ist, kann man diese Tarps, die oft zum Beispiel 3x3 Meter groß sind, eben von Baum zu Baum spannen. Man kann die in einer Art Pyramide spannen, sodass man dann oben Leinen an den Bäumen befestigt und die unten noch festmacht. Und da gibt es zahlreiche Konstruktionen, wie man eben daraus ein eigenes kleines Lager oder Regenschutz bauen kann. Mit Windschutz, ohne Windschutz, mit Dächern oder ohne Dächern. Und so kann man sich dann sehr flexibel in jeder Umgebung seine richtige Unterkunft dann eben sehr einfach bauen. Das dritte sind eben die klassischen Zelte, so wie man sie kennt, also die wirklich vollen Zelte. Und natürlich gibt es auch da gewisse Unterschiede, wie diese konstruiert sind. Die drei häufigsten Varianten, würde ich sagen, sind eben Kuppelzelte, die, wie der Name sagt, eine Art runde Halbkuppel über der Person dann abspannen. Das andere wären dann Tunnelzelte, die ein bisschen flacher und länger sind, haben dann andere Vorteile, wie zum Beispiel, dass die besser gegen Wind schützen. Und die dritthäufigste Form sind die sogenannten Mitzelte und da spricht man auch von Pyramidenzelte. Das sind eben die Art von Zelte, die quasi den höchsten Punkt in der Mitte haben und dann wie eine Pyramide am Rand runtergehen. Das Ganze wird teilweise durch Zeltstangen erreicht, aber oft auch durch Trekkingstöcke, die dann innerhalb der Zeltkonstruktion auch verwendet werden und die dann die mittleren Stützen dieser Zelte bilden. Ja, und neben diesen drei Hauptkategorien hat sich im Laufe der Jahre noch so eine Art Hybridform entwickelt oder sogar verschiedene Mischformen von diesen Zelten, die eben gewisse Sachen aus mehreren Kategorien übernehmen. Man spricht da oft von Tarp-Tents, die dann eine Mischung eben aus dem klassischen Tarp sind, aber auch Elemente von einem Zelt haben, quasi eine sehr leichte und einfache Zeltkonstruktion, die eher einer gezielten Abspannung von einem Tarp entsprechen würde. Ja, um dann das richtige Zelt für einen selber zu finden, muss man natürlich wissen, in welchen Merkmalen sich die Zelte noch untereinander unterscheiden. Und eins der größten Merkmale ist die Frage, ob das Zelt einwendig oder doppelwendig eben bei vollen Zelten ist. Das heißt eben, man hat das normale Außenzelt, was ganz normal mit einem dickeren Stoff versehen ist und
allein für sich kann diese Konstruktion natürlich vor Regen und Wind und allen möglichen Sachen schützen. Und es gibt aber auch Zelte, die dann eben noch eine zweite Schicht drin haben, also ein zweiwändiges Zelt. Das ist sogar bei Nicht-Tricking-Zelten fast immer der Fall, dass dann eben noch ein sogenanntes Innenzelt dort vorhanden ist. Und das hat Vor- und Nachteile. Natürlich, wenn man ein Innenzelt benutzt, bringt das erstmal eine Menge Gewicht mit sich. Der Hauptgrund, warum man das aber benutzt, ist wegen der Kondensation, die sich über der Nacht durch die eigene Körperwärme und den Wasserdampf, den der Körper dann hat, bildet. Das heißt, die äußere Zeltwand wird nass und diese Nässe fällt da manchmal von selber oder vor allem bei Bewegung im Zelt dann eben runter. Und wenn man noch eine Wand innerhalb des Zelts hat, getrennt von der Außenwand, bildet sich das Wasser eben in der äußeren Schicht und nicht in der inneren Schicht. Und so bleiben vor allem die Sachen im Zelt und man selber dann durch die Kondensation geschützt und trocken. Oft sorgt dann auch das Innenzelt noch dafür, dass die ganze Konstruktion, gerade wenn sie unten an den Rändern ein bisschen gelüftet ist, noch ein bisschen mehr vor Wind schützt und dann noch ein bisschen mehr Wärme im Zelt behalten kann. Einwändige Zelte dichten eigentlich überhaupt nicht oder isolieren überhaupt nicht die Körperwärme. Doppelwändige auch nicht so viel, aber wenigstens hat man dann einen kleinen oder besseren Wärme- und Windschutz noch. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass je nach Konstruktion des ein- oder zweiwändigen Zelts man durch das Innenzelt dann noch natürlich einen Insektenschutz hat. Wenn man außen nur ein Tarp oder eine Plane oder ein offenes einwändiges Zelt verwendet, dann hat man natürlich nur den Wind- und Wasserschutz von oben, aber keinen vollständig abgeriegelten Insektenschutz. Und dass dann eben Mücken oder Tiere und Insekten unter die Zeltwand am Außenrand reinkommen können. Und die Innenzelte sind meistens komplett eben verdichtet. Und nur teils dann aus Zeltstoff, aber teils dann auch aus solchen Insektennetzen, wie man hier zum Beispiel sieht. Und die sind dann sehr gut belüftet, aber schützen dann eben komplett trotzdem vor allen möglichen Krabbelern, die so rumlaufen. Neben dem Mehrgewicht bei den zweiwändigen Zelten ist natürlich noch ein Nachteil, dass man wesentlich länger für den Aufbau braucht. Und meistens fängt man auch bei den Konstruktionen an, das Innenzelt zuerst aufzuspannen, was dann ein bisschen doof ist, wenn es regnet und das Innenzelt meistens nicht wasserdicht ist, weil es ja eben aus Mesh oder Netzstoff besteht, der offen ist. Dann läuft es halt darauf hinaus, dass man im Regen das Innenzelt aufbaut, das nass wird, dann die Außenzeltkonstruktion rüberkommt. Und das kann ein bisschen komplizierter sein, länger dauern und dann eben gerade bei Regen sehr unpraktisch sein. Das nächste Merkmal bei den Zelten ist natürlich das Material, aus dem sie gefertigt sind. Und bei dem Außenmaterial auch die Beschichtung, die das Ganze eben robust und wasserdicht macht. Bei Zelten, wo das Gewicht überhaupt oder nur gering eine Rolle spielt, da werden oft sehr schwere Stoffe auch verwendet, zum Beispiel Baumwolle, die robust ist, günstig in der Herstellung ist und wenn das Gewicht, wie gesagt, keine Rolle spielt, auch seinen Job gut macht. Aber bei den Trekking-Zelten ist der Stoff natürlich völlig fehl am Platz und einer der ersten Stoffe, die man so in dieser leichteren Kategorie findet, wäre Polyester. Der ist schon deutlich leichter eben als Baumwolle, hat auch sehr gute Eigenschaften, ist eben bei Nässe schnell trocknend und sehr reißfest und kann auch eine gute Wasserdichtigkeit aufweisen. Ein noch etwas besserer Stoff und auch ein bisschen leichter ist das Polyamid. Man spricht da auch klassisch von Nylon oder Silnylon. Das ist eben Nylon in Verbindung mit Silikon. Und das gibt es in verschiedenen Mischungen, PU, gummibeschichtet. Und wie gesagt, ist das noch, ich glaube, 20% insgesamt leichter als Polyester. Und bringt auch sehr viele gute Eigenschaften mit, wenn es eben richtig verarbeitet ist. Da Nylon in seiner Grundform weniger reißfest ist als zum Beispiel Polyester, findet man häufig bei allen Outdoor-Stoffen und gerade bei Zelten Ripstop-Nylon vor. Das sieht man bei allen Zelten, die hier gerade auf dem Tisch liegen. Ich zeige mal das in der Kamera. Das ist eben Nylon, was mit ganz dünnen Fäden quasi quadratisch eingenäht wird, sodass die Fäden dann eben dafür sorgen, dass das Ganze noch reißfester und stabiler wird. Und wenn man zum Beispiel irgendwo am Zelt noch einen Riss hat,
dass der Riss sich eben nicht weiter aufreißt und dadurch die ganze Konstruktion irreparabel kaputt geht. Die Ripstop-Nähung hat auch andere Vorteile. Zum Beispiel würde sich Nylon ganz normal als Stoff eben bei Nässe ein bisschen ausdehnen, sodass, wenn man das Zelt auch gut abgespannt hat, es bei Nässe trotzdem dann ein bisschen einsacken würde. Aber durch das Ripstop-Verfahren eben mit den Fäden reingenäht, bleibt das Ganze dann auch noch ein bisschen stabiler und kann auch noch eine höhere Wasserdichtigkeit aufweisen. Ja, wenn man sich vor dem Kauf zum Beispiel in einem Online-Shop mal die technischen Merkmale eines Zeltes anschaut, dann ist dort immer der Stoff natürlich genannt, aus dem das Zelt gefertigt ist. Und wenn es eben aus Nylon ist, wird noch genauer bezeichnet, eben wie dick dieser Stoff ist. Bei Nylon wird das Ganze immer in D angegeben, das steht für Denier. Und die Einheit ist definiert, dass es eben die Stärke des Stoffes pro Gramm auf 9000 Meter Länge des Stoffes definiert. Sprich, wenn man beim Zeltstoff zum Beispiel die Angabe 30 D hat, dann würden eben 30 Gramm des Stoffes auf 9000 Meter Länge vorhanden sein. Und das ist eben eine Kennzeichnung darüber, wie dick und wie stark der Stoff ist. Ja, das letzte Material, was so in der Premium-Klasse der Trekking-Zelte benutzt wird, ist das sogenannte Dyneema Cuben Fiber oder kurz DCF. Und das ist ein Stoff, der relativ neu ist. Der kommt aus dem Segelsport und ist aus Polyethylen, eine Verbindung hergestellt. Und ja, den sieht man zum Beispiel bei diesem Zelt hier ein bisschen. Das ganze Zelt ist eben aus DCF gefertigt. Und der Vorteil bei diesem Stoff ist in erster Linie, dass er sehr, sehr, sehr leicht ist. Also der leichteste Stoff, den man sich so bei Zelten eigentlich vorstellen kann. Zusätzlich ist DCF schon von Haus aus wasserdicht, muss nicht extra noch beschichtet werden wie andere Zelte. Und es dehnt sich auch nicht bei Nässe. Also bei allen anderen Stoffen, wenn es dann eben sehr, sehr lange nass ist und stark gespannt ist, wird es immer ein bisschen einsacken. DCF ist da wirklich komplett formstabil. Da der Stoff eben so dünn ist, ist er auch ein bisschen durchsichtig. Das kann man vielleicht schon hier auf dem Video ein bisschen erkennen. Hat Vor- und Nachteile, meistens beim wirklich Weitwandern oder Trekking nicht so störend. Wenn man dann irgendwie draußen in der Natur, im Wald schläft, benutzt man das allerdings wirklich auf Campingplätzen, auf Campgrounds und bleibt an einem Punkt irgendwie mehrere Tage und will sich da dann noch drin umziehen oder sonst was machen. Kann es ein bisschen nachteilig sein, wenn er eben so halb transparent ist, aber es ist meistens nicht so schlimm, wie man vielleicht am Anfang denkt. Also man sieht schon durch, gerade bei Tag ein bisschen. Wenn es aber allerdings dunkler wird, dann, solange da kein Licht an ist, ist es eigentlich auch nicht so transparent. Ja, ein weiteres Unterscheidungsmerkmal bei den Trekking-Zelten ist der Einsatzzweck im Hinblick auf die Jahreszeit, in der man das verwenden möchte. Und die häufigste Unterscheidung ist da zwischen 3 Jahreszeitzelten und 4 Jahreszeitzelten. Und ja, die allermeisten Zelte sind grundsätzlich erstmal für die 3 Jahreszeiten Frühling, Sommer und Herbst geeignet. Und möchte man dann aber in extremeren Bedingungen ein Zelt benutzen, sollte man sich ein 4-Jahreszeit-Zelt zulegen. Und diese extremeren Bedingungen, die sind eben extreme Kälte, sehr, sehr starker Wind und starker Schneefall, sodass wirklich über Nacht die Gefahr bestehen könnte, dass das Zelt wirklich sehr dick eingeschneit werden könnte. Da diese Zelte natürlich einiges mehr aushalten müssen, sind sie natürlich aus ein bisschen dickeren Material gefertigt. Hat man da ein 4-Jahreszeit-Zelt aus Nylon, ist es meistens mindestens 40D Außenstoff, oft sogar 70D. Das sieht man natürlich auf der Kamera nicht so gut, aber das sind zum Beispiel jetzt hier 40D. Fühlt man natürlich jetzt, man sieht den Unterschied zum Beispiel zwischen, ich glaube, das sind 20D hier nicht so gut. Aber es macht sich doch schon bemerkbar, aber natürlich auch im Gewicht. Und diese Zelte sind auch eigentlich immer doppelwendig. Man möchte natürlich gerade bei extremen Kälten oder extremen Bedingungen generell dann eben nicht noch mehr Wind im Zelt haben oder noch Kondenswasser zusätzlich als Kältequelle. Und deswegen bietet es sich da einfach immer an, 2 Wände zu benutzen. Die Zelte kommen dann in verschiedenen, auch spezielleren Formen
Häufig sind es eben Tunnelzelte, weil die ein bisschen tiefer liegen und auch sehr robust gegen Wind sind oder auch gegen Schneelast, die oben drauf liegt. Es gibt auch noch ein paar andere Formen, die ja jetzt nicht genau zu bezeichnen sind, aber die unterscheiden sich dann ein bisschen von diesen klassischen Pyramidenzelten, die man jetzt so beim normalen Trekking benutzen würde. Man sollte sich aber dennoch nicht von der Bezeichnung Dreijahreszeit-Zelt abschrecken lassen und dies auf keinen Fall im Winter benutzen. Ich selber benutze immer Dreijahreszeiten-Zelte im Winter und das liegt einfach daran, dass wir zum Beispiel in Deutschland sehr gemäßigte Winter haben und die Kälte meistens keine Rolle spielt, ob man ein Dreijahreszelt noch verwenden kann oder nicht. Und ich würde den Punkt ja wirklich daran festmachen, ob man eine sehr starke Schneelast erwartet, ob man ja alpin unterwegs ist, wirklich unter Extrembedingungen und dann ein gezieltes Vierjahreszeitzelt dort verwenden. Aber generell kommt man in Deutschland beim normalen Wandern auch im Winter immer völlig okay mit einem Dreijahreszeitsselt zurecht. Ja, der nächste wichtige Punkt bei Zelten ist die Wasserdichtigkeit und eben das Material des Zeltstoffes und die Beschichtung, die darauf ist, und entscheidet darüber, wie wasserdicht eben das Zelt ist. Und die Wasserdichtigkeit eines Zeltes wird in der sogenannten Wassersäule angegeben. Und ja, die hat eine spezielle Definition. Also man stellt sich das so vor, dass ein Zylinder mit 10 cm Durchmesser eben auf den glatten Zeltstoff gestellt wird und dort wird Wasser reingefüllt. Und je nachdem, wie hoch das Wasser auf dem Stoff liegen kann, bis es innerhalb von 24 Stunden einmal unten nass wird und einmal durchsickert, ja, und die Höhe ist dann eben die Wassersäule. Und man kann da eben sagen, dass grundsätzlich ab 1200 Millimeter, ungefähr so, man dann von einem wasserdichten Zelt spricht. Und in der Praxis darf man der Wassersäule auch nicht allzu hohe Bedeutung beimessen, denn eigentlich fürs normale Trekking reicht eine Wassersäule von 1200 Millimeter für den Außenstoff fast immer aus. Und bei Zelten wird diese Angabe häufig sehr in die Höhe getrieben. Die Zeltstoffe werden oft natürlich sehr dick gemacht, gerade beim normalen Carcamping oder sowas. Hat natürlich keine Nachteile, wenn das Zelt immer noch wasserdichter ist, nur man hat da oft Angaben von 7.000 bis 10.000 Millimeter und ja, für das praktische Trekking ist das eben nicht notwendig in der Regel, da beim normalen Regen oder auch bei Starkregen der Druck von außen niemals so groß auf die Außenwand sein würde. Beim Bodenstoff ist es ein bisschen anders. Da könnte die Wassersäule, muss auch nicht, aber ein bisschen höher sein, da man natürlich, wenn man sich im Zelt bewegt oder gerade auch auf dem Zeltstoff unten direkt kniet, mit seinem Körper natürlich eine Menge Druck auf den Stoff auswirkt. Und wenn man dann eben auf nassem Rasen ist oder vielleicht, wenn man das Zelt doof aufgebaut hat, auch vielleicht in einer kleinen Pfütze oder sowas steht, dass der Stoff dann eher ein bisschen wasserdurchlässiger ist durch das Gewicht des Körpers. Und deswegen kann man sagen, dass beim Außenmaterial vom Zelt, wenn es eben aus Nylon gefertigt ist, schon eine Stoffdicke von ungefähr 15D reicht. Es gibt auch Zelte mit 10D, ist auch kein Weltuntergang, nur generell würde ich eher 15D empfehlen. Und beim Bodenstoff, da würde ich das Doppelte nehmen, also ungefähr 30D ist es dann doppelt so dick und dadurch, dass es eben nur an der Bodenfläche ist, auch nicht so viel mehr vom Gewicht für das Gesamtpaket. Und da kann man eben ein bisschen sicherer sein, dass der Stoff auch reißfester ist, falls eben auf dem Untergrund noch ein paar spitze Steine oder Äste sind. Oder eben, wenn man über Nacht irgendwie sehr starken Regen hat und sich eine Pfütze bildet, dass dann durch das Körpergewicht da auch noch nicht Wasser durchkommt. Der nächste Punkt, den man sich überlegen sollte, wenn man sich ein Zelt fürs Trekking anschafft, ist die Frage, ob das Zelt freistehend oder fest aufgestellt werden soll. Das heißt eben, die klassischen Zelte werden mit Heringen abgespannt, meistens 6 bis 8, an jeder Ecke eine und dann noch in den kleinen Vestibules, in den kleinen Vorzelten noch vorne eins. Und hat man dann so einen Zeltplatz gefunden und eine ebenerdige Fläche, baut man sein Zelt eben mit den Heringen fest auf und hat es dann fest aufgebaut und kann es auch nicht mehr verschieben. Und es gibt eben freistehende Zelte, die komplett ohne Heringe aufgebaut werden können. Das kann zum Beispiel durch Trekkingstöcke
passieren, die eben als eine Art Bodenschiene verwendbar sind. Das kann durch Planen geschehen, die eben auf dem Boden erst aufgelegt werden und sich dann an den Ecken Ösen befinden, wo dann die Zeltstangen reingehen. Und der Vorteil bei einem freistehenden Zelt ist eben, dass man das komplett aufbauen kann und dann einfach ganz leicht hochheben kann und woanders platzieren kann. Das kann vorteilhaft sein, wenn man zum Beispiel sein Zelt aufgebaut hat und merkt dann, es ist irgendwie doch noch unter der Erde knapp ein Baumstumpf gewesen, die Fläche ist ebenerdig oder in der Nacht ist Wasser hingelaufen. Man kann schnell rausgehen, das Zelt mit einer Hand wirklich, die sind ja relativ leicht, umstellen und so dann auch ein bisschen rumprobieren. Ein anderer Vorteil ist, dass man die Zelte an Stellen aufbauen kann, in denen keine Heringe in den Boden gehen würden. Das kann der Fall sein, wenn man in den Bergen unterwegs ist und wirklich große Gesteinsflächen vor sich hat, wo nur eine ganz kleine Fläche an Rasen vielleicht vorhanden ist. Und auch beim Trekking, gerade in Deutschland auf den großen Trails, kann das vom Vorteil sein, da man die Zelte auch dann in Schutzhütten aufbauen kann. Es bietet natürlich den Vorteil, dass man noch einen zusätzlichen Regenschutz hat, der über dem Zelt ist, dass man windgeschützter ist und generell vielleicht lieber in Schutzhütten übernachten will aus Naturschutzgründen oder wenn man sich da einfach sicherer fühlt. Ein Punkt, den man auch nicht unterschätzen darf, ist die generelle Schwierigkeit, das Zelt aufzubauen und die Aufbaugeschwindigkeit. Das war ein Faktor, den ich zum Beispiel am Anfang nicht so ganz ernst genommen habe, weil mir eigentlich mehr wichtig war, wie leicht das Zelt ist und welche Funktionen das mitbringt. Aber wenn man dann doch auf mehreren Tagen unterwegs ist, jeden Abend sein Zelt aufbaut, meistens dann sehr erschöpft ist, oft ist auch schon dunkel ist und man nicht mehr wirklich Lust hat, dann noch im Dunkeln mit der Kopflampe müde sein Zelt aufzubauen, dann kann es schon mal sehr, sehr entscheidend sein, wie schnell das Ganze geht und vor allem wie einfach. Und da gibt es wirklich erhebliche Unterschiede, ob das Ganze unter 10 Minuten dauert oder ob das Ganze eine halbe Stunde Zeit in Anspruch nimmt. Diese Dinge stehen in guten Online-Shops manchmal dabei, aber meistens natürlich auf den Herstellerseiten nicht wirklich. Und da muss man die Sachen wirklich aus Erfahrungen oder aus Kommentaren beziehen und sich mal Videos angucken, wie das Ganze aufgebaut wird. Ein Tutorial, die gibt es oft dabei, so Aufbauanleitungen. Und muss man vielleicht selber einschätzen, ob einem das relativ einfach vorkommt oder eben nicht. Benutzt man beim Tracken sowieso schon Trackingstöcke, dann kann man sich überlegen, ob man gezielt Pyramidenzelte verwendet, die eben nur mit Trackingstöcken gespannt werden. Das heißt, man kann sich die kompletten Zeltstangen sparen, auch wenn die heutzutage teilweise aus sehr leichtem Aluminium oder sogar Carbon gefertigt werden, kann man sich so den Platz und das Gewicht sparen, weil man dann immer seine beiden Zeltstangen quasi in der Tasche hat. Und oft reicht ein Trackingstock dafür, wenn es eben ein reines Pyramidenzelt ist und das dann in der Mitte des Zeltes aufgespannt wird. Man hat dann quasi, wenn hier der Stock ist, auf der einen Seite seine Liegefläche und auf der anderen Seite so eine Art Vorzelt, was dann auch geschlossen ist, vor Regen geschützt ist, wo man dann seine Rucksäcke hintut. Und wie gesagt, gibt es auch einige Zeltmodelle, wo man die Trackingstöcke auch dazu verwenden kann, sein Zelt dann freistehend optional aufzubauen. Hat man sich für ein Modell entschieden, kommt das wahrscheinlich auch in mehreren Varianten. Oft gibt es die Zelte eben als Einzelpersonen oder als Zwei-Personen-Zelte, manchmal sogar als 3- oder 4-Personen-Zelte. Und auch wenn man alleine ist, ist es nicht immer die beste Entscheidung, auch das Ein-Personen-Zelt zu nehmen. Das kommt auf die eigene Körpergröße an und vor allem darauf, was man mit dem Zelt eben vorhat und wie wohl man sich darin fühlen möchte. Der Unterschied zwischen Ein- und Zwei-Personen-Zelten ist manchmal sehr, sehr klein und da sprechen wir wirklich nur von 150 bis 200 Gramm vielleicht. Und der Größenunterschied, der sich dort bietet, kann wirklich ein erhebliches Komfort- und Wohngefühl mitbringen und deswegen ist es manchmal schon ratsam, auch als Einzelperson dann vielleicht zu einem Zwei-Personen-Zelt zu greifen. Man sollte allerdings bedenken, wenn man sich dann für größere Zelte entscheidet, dass sie natürlich auch einen größeren Platzbedarf, einen sogenannten Footprint haben, der eben dann auch mehr freien Stellplatz in der Natur benötigt. Und wenn man beim Wildcamping ist und sich irgendwie einen coolen Spot in den Bergen, im Wald suchen möchte, dann braucht man natürlich dann eine größere Fläche, die eben ebenerdig ist und frei von Ästen oder Stein ist, als wenn man jetzt ein kleineres Zelt benutzen würde.
Ja, und gerade wenn man, so wie ich, ein bisschen größer ist, ich bin jetzt fast 1,90, dann muss man sich auch darüber Gedanken machen, ob eben die Zelte eine ausreichende Länge für einen selber haben. Gerade so ab einer Größe von 1,80, 1,85 sollte man schon Erfahrungsberichte durchgucken, ob eben die Liegefläche nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Realität für einen stimmt. Denn oft ist es so, dass in der Beschreibung des Zeltes mit der Liegefläche von 1,90 geworben wird, die aber dann wirklich nur von der flachen Bodenfläche redet. Und wenn es ein Pyramidenzelt ist, dann wird es eben an den Rändern relativ steil nach oben gehen. Und wenn man dann liegen würde, hat man dann wirklich genau bei den kleineren Trekkingzelten die schiefe Zeltwand über seinem Kopf. Und die liegt dann teilweise auch auf der Stirn, auf dem Gesicht. Wenn es dann nass wird und kondensiert, dann wird man halt nass, wenn man die Stelle die ganze Zeit berührt. Und deswegen sollte man schon gucken, dass das Zelt 10-20% eine größere Liegefläche hat, als man tatsächlich groß ist. Und genauso verhält sich es auch mit der Gesamthöhe, die in der Mitte vorhanden ist. Egal ob Kuppel- oder Pyramidenzelt oder Tunnelzelt, jedes Zelt ist eigentlich in der Mitte immer am höchsten. Und möchte man bei Regen abends noch in seinem Zelt ein bisschen sitzen, ein bisschen kochen und das Ganze nicht ausschließlich im Liegen machen, kann auch fürs Umziehen wichtig sein, dann sollte man darauf achten, dass das Zelt eine ausreichende Sitzhöhe hat, sodass man sich wenigstens aufrecht hinsetzen kann, ohne sich ducken zu müssen und mit dem Kopf an die Zeltdecke kommt. Ja, oft wird bei den Zelten auch noch eine Bodenplane mitgeliefert oder sonst noch zusätzlich gegen eine Gebühr mit angeboten, die dann ein paar 100 Gramm wiegt und die man quasi nochmal unter das Zelt legen könnte. In der Praxis würde ich allerdings auf jeden Fall davon abraten, die beim Trekking mitzunehmen, da der Bodenstoff des Zeltes schon ausreichend dick sein sollte, um eben wasserdicht zu sein und reißfest gegen Steine und Äste zu sein. Und ich würde die Bodenplane, wenn sie dann eben mitgeliefert wird, kostenlos, dann würde ich sie nur mitnehmen, wenn ich irgendwie vorhabe, das Zelt über mehrere Tage an derselben Stelle aufzubauen oder ich mal mit dem Auto auf einem Campingplatz zelte. Aber bei einer Trekking-Tour ist es eigentlich unnötiger Ballast, den man da mitschleppen würde. Ja, das waren so alle wichtigen Punkte, die man so beachten muss beim Trekking-Zeltkauf. Und jetzt kommen wir mal zu den konkreten Empfehlungen, die ich euch geben würde. Ich habe hier eben 4 Zelte schon mal liegen, die mir bis auf 1 auch selber gehören. Ich würde von denen nicht alle so empfehlen und ich werde auch gleich welche empfehlen, die jetzt hier nicht liegen. Aber zum ersten Zelt hier haben wir ein MSR Elixir in der 4. Version. Und es ist nur bedingt ein Trekking-Zelt, weil es eben 2,24 Kilo liegt. Und das liegt daran, dass es ein sehr, sehr robustes Material ist. Wir haben hier einen Außenstoff von 40D Nylon, auch wenn man gerade schon gesehen hat, eben mit Ripstop, also mit dieser Nähung, und einen Bodenstoff von sogar 70D hat. Dadurch ist es sehr, sehr robust, sehr wasserdicht. Es ist zwar offiziell nur als 3-Jahreszeiten-Zelt ausgeschrieben, aber man kann es meiner Erfahrung nach auch in 4 Jahreszeiten verwenden, auch in stärkeren Bedingungen, bei sehr starkem Wind und auch bei Schnee. Es ist ein doppelwendiges Zelt und es kommt auch mit einem extra Footprint, mit einer Bodenplane gratis dabei, die ich so auch mal mitgenommen habe, wenn ich mal kurze Touren gemacht habe. Aber da es eben so viel Gewicht wiegt, würde ich das jetzt nicht mehr zum Trekking so empfehlen. Generell ist MSR aber ein sehr, sehr guter Hersteller, der wirklich eine sehr, sehr hochwertige Qualität auch in den leichteren Modellen immer anbietet. Und was mich vor allem bei diesem Zelt beeindruckt hat, war neben der Sache, dass sie eben sehr robust sind, auch die Aufbaugeschwindigkeiten, das ganze System eben, wie man das Zelt aufbaut. Und das war mein erstes Zelt, wie gesagt, damals. Und das hat mir direkt sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mich immer sehr sicher gefühlt beim Aufbau damit. Und deswegen würde ich von MSR das fast konstruktionsgleiche oder baugleiche Zelt empfehlen, was aber deutlich leichter ist, denn weniger als die Hälfte wiegt, nämlich das MSR Huber NX oder die 2-Personen-Variante, das Huber NX. Das wiegt mit allem zusammen in der 1-Personen-Variante 1200 Gramm und eignet sich wirklich super als Einsteigerzelt.
Das Huba NX wiegt mit der Grundausstattung nur 1120 Gramm und hat einen Außenstoff von 20D Nylon, was mehr als ausreichend ist, und einen Bodenstoff von 30D Nylon, also wirklich ein bisschen dicker, aber auch nicht zu dick, sodass es unnötig schwer wäre. Das Ganze hat eine perfekte Wassersäule außen von 1200 mm und am Boden von 3000 mm und ist wirklich eigentlich meine fast optimale Empfehlung für ein Einsteigerzelt, wenn es wirklich darum geht, einfach ein System zu haben, was funktioniert. Das ist sehr straightforward aufzubauen, genauso wie das Alex hier auch. Relativ leicht für ein Trekkingzelt. Es gibt noch deutlich leichtere Zelte, aber ein Wert von um die 1100 Gramm ist schon sehr gut, vor allem für die Funktion und den Komfort, den das Zelt wirklich mitbringt. Ja, aber die MSR-Qualität hat auch seinen Preis, denn während das MSR Elixir hier mit seiner großen Robustheit und den etwas einfacheren Materialien so bei 230 € liegt das Huba NX so in der Ein-Personen-Variante schon fast beim doppelten Preis, bei 430 € momentan. Dafür, wie gesagt, wiegt es die Hälfte und ist zum Tracking deutlich besser geeignet. Ja, sollten die Leute zuschauen, die jetzt nach einem Zelt suchen, was vielleicht für bisschen härtere Touren gedacht ist oder mal auch für die Campingplätze oder sowas geeignet sein sollte, dann könnte man auch überlegen, sich das MSR Elixir zu kaufen, spart dann das Geld und hätte sogar noch ein robusteres Zelt, was eben für noch mehr Einsatzzwecke geeignet wäre, außer eben dem Leichtwandern. Ja, meine nächsten Empfehlungen sind von dem Hersteller Six Moon Designs und da habe ich sogar 2 Zelte von hier. Das erste ist das Luna Solo, was ich auch von den beiden als Einsteiger empfehlen würde. Das sind einwendige Zelte, beide, vor allem das Luna Solo. Hat allerdings ein Meshgewebe an den Seiten. Das heißt, oben kommt der normale Außenzeltstoff und unten befindet sich dann eine kleine Meshschicht, die eben dann die Luft durchlässt, aber trotzdem vor Insekten schützt. Das Luna Solo hat auch einen Außenstoff von 20D und am Boden sogar 40D, also noch ein bisschen dicker. Und das Ganze wiegt nur 700 Gramm und das kommt dadurch zustande, weil es eben ohne Zeltstangen auskommt. Und es ist ein Pyramidenzelt, das heißt, man benutzt da seinen Trackingstock für, spannt den ein bisschen weiter auf. Ich glaube, das Luna Solo wird mit 1,30 Länge aufgespannt. Und ja, dann tut man eben den einen Trackingstock in die Mitte des Zeltes und das Zelt spannt sich dann wie eine Pyramide auf, wie gesagt, wo die Hälfte dann aus Schlafbereich besteht und die andere Hälfte eben aus Vorzelt oder Vestibül. Man hat, obwohl es eben eine Pyramidenkonstruktion mit einem Stock ist, sehr, sehr viel Platz meiner Meinung nach. Das geht an den äußeren Seiten, also nicht an der Längsachse, sondern an der Breitenachse noch sehr weit nach außen, dass man auch neben einer langen Liegefläche auch eine sehr breite hat, um dann eben genug Platz noch für seine Sachen im Zelt zu haben. Man muss allerdings die Nähte am Außenstoff noch nach dem Kauf selber abdichten. Der Stoff an sich ist wasserdicht, die Nähte, wo die Einstiche sind, aber nicht. Und da bietet die Firma ja, ein Mittel mit, was man dann selber zu Hause mit dem Pinsel aufstreichen kann. Ist eigentlich relativ einfach, gibt es auch eine Menge YouTube-Anleitungen für. Ich habe das auch schon 3-mal jetzt selber gemacht. Und ja, das hält dann auch sehr gut. Das Zelt ist unten ja relativ luftig und hat auch oben an der Spitze des Trackingstocks eben noch eine kleine Öffnung, wo die Luft raus kann. Deswegen ist es mit der Kondensation eigentlich nicht so ein großes Problem. Natürlich hat man immer in ja, warmen und feuchten Nächten ein bisschen Nässe in der inneren Zeltwand. Das hält sich allerdings, finde ich, immer meistens in Grenzen. Und selbst wenn dann ein bisschen Wasser runtertröpfelt, da sind ja eigentlich die meisten Outdoor-Produkte auch so robust, dass sie eben dieser leichten Feuchtigkeit dann noch widerstehen können. Ja, und auch wegen der Einfachheit, das Zelt aufzubauen, würde ich das ganz klar empfehlen. Und mit den 700 Gramm wirklich eins der leichtesten Zelte. Und auch für den Preis, denn das kostet nur vergleichsweise 280 €, was für das Paket, was das Luna Solo mitbringt, wirklich sehr, sehr, sehr günstig ist. Ja, eine etwas fortgeschrittenere Variante, so würde ich es mal nennen, ist das Six Moon Design Gatewood Cape. Und das kleine Zelt befindet sich hier in diesem Kasten vor mir. Dieser Packsack, der ist im Zelt fest mit integriert und ja, das ganze Zelt kann eben so rausgeholt werden. Und das Besondere an diesem Zelt ist eben, dass man es gleichzeitig als Regencape benutzen kann. Deswegen heißt es eben Gatewood Cape.
Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr praktisch, weil das natürlich dann noch leichter ist, weil man sich eben gegebenenfalls ein Regencape, was man sowieso mitnehmen würde, sparen könnte. Ja, das Gatewood Cape ist allerdings ein reines Einwandzelt und auch aus einem sehr dünnen Stoff, aber immer noch ausreichend dick, nämlich ein Außenstoff von 15D, was ich wirklich so als minimale Dicke bezeichnen würde. Und wird quasi auch, genau wie das Lunar Solo, als Pyramidenzelt mit dem Trekkingstock aufgespannt und ist dann aber, ja, man kann sagen, wie ein Tarp aufgespannt. Das heißt wirklich nur wie eine reine Plane über einem. Es bringt keinen Mückenschutz mit. Und deswegen kann man es entweder dann ganz weglassen, noch ein Innenzelt zu benutzen, dann wirklich als reines Tarp, wie gesagt, oder man entschließt sich dann noch ein Innenzelt dabei zu kaufen. Der Hersteller bietet da ein Innenzelt an, was relativ teuer ist. Ich weiß den genauen Preis jetzt gar nicht. Ich glaube 100 bis 150 Euro. Was auf jeden Fall von einer guten Qualität ist und auch funktioniert. Bei meiner Körpergröße war es allerdings ein bisschen zu klein. Und deswegen habe ich mir ein anderes Innenzelt dazu gekauft. Das ist ein chinesischer Hersteller. Das habe ich auch aus China importiert. Das kann ich auch mal unten verlinken. Das kostet nur 50 Euro. Und wiegt 371 Gramm, also nur das Innenzelt. Das Gatewood Cape außen wiegt übrigens nur unglaubliche 300 Gramm. Und dann wäre man selbst mit Innenzelt und Außenzelt noch mit weniger Gewicht unterwegs als zum Beispiel das Lunar Solo. Das Gatewood Cape gibt es ab 180 Euro sogar schon, also noch günstiger ohne Innenzelt als zum Beispiel das Lunar Solo für 230 Euro. Ich muss aber allerdings dazu sagen, dass das schon ein Zelt ist, was ein bisschen sich an fortgeschrittenere Leute richtet. Weil erstmal ist natürlich nicht so optimal, so ein Gatewood Cape als Regenschutz zu tragen, wie ein extra dafür gedachtes Regencape. Und zweitens, wenn man immer noch bei meiner Körpergröße zum Beispiel mit 1,89 genügend Platz dort haben will, da muss man sich schon ein bisschen damit beschäftigen. Es gibt diverse Modifikationen, die man selber an dem Zelt vornehmen kann. Man kann es zum Beispiel noch ein bisschen höher aufspannen, als eigentlich der Hersteller empfiehlt. Ich glaube, das sind 1,25 normal. Ich spanne es mit über 1,30 cm auf, also der Trekkingstocklänge in der Mitte. Dadurch habe ich dann eben mehr Platz vorne und hinten und das Innenzelt passt sich auch dieser hoch aufgespannten Größe dann an. Es gibt noch viele weitere Modifikationen, die man findet, wenn man einfach googelt, um eben das Aufrollen des Zeltes einfacher zu machen, das allgemeine Aufbauen des Zeltes einfacher zu machen und so das Zelt immer weiter zu verbessern. Aber diese ganzen Modifikationen kosten auch noch ein bisschen, erfordern ein bisschen handwerkliches Geschick und auf jeden Fall das Beschäftigen mit dem Zelt. Und im Vergleich zum Lunar Solo ist es dadurch auch, weil es natürlich ein Innenzelt auch hat, schwerer aufzubauen und auch es dauert länger von der Zeit, also schon gute 20 bis 25 Minuten, wenn man es auch gut kann. Es muss auch perfekter abgespannt sein als zum Beispiel so ein Huber NX oder so ein Lunar Solo. Deswegen würde ich das als Einsteigerzelt nicht empfehlen, aber das ist für mich immer noch fürs pure Ultraleicht-Tracking eine der besten Lösungen, die es überhaupt gibt, eben wegen diesem 2-in-1-Konzeptes. Ja, zuletzt will ich noch hier ein Zelt der Firma Tarptent zeigen und das ist auch mein aktuelles Zelt und das Zelt, was hier vor mir liegt, ist wie gesagt aus DCF, aus Cuban Fiber, ebenso dem fortgeschrittensten Material, was die Zeltkonstruktion angeht, auch dem mit Abstand teuersten. Und das ist das Modell Double Rainbow LI. Und die Rainbow-Serie bei Tarptent gibt es in zwei Größen, eben das normale Rainbow und das Double Rainbow. Und das Rainbow ist eben die Variante für eine Person. Das Rainbow gibt es allerdings nur mit dem normalen Nylonstoff. Da es für eine Person gedacht ist, ist es ein bisschen kleiner natürlich als das Double und wiegt, ich glaube, 1080 Gramm. Und kommt auch mit einer dünnen Zeltstange. Und die Zeltkonstruktion, ich blende mal ein Bild auch ein, ist sehr, sehr ergiebig, was den Platz angeht. Also es wird die Zeltstange, wie man sieht, oben drüber gespannt, sodass man immer eine sehr gute Sitzhöhe hat. Das Zelt ist wirklich sehr robust und sehr gut auch im Wind liegend. Also es ist sehr, sehr stabil. Meiner Meinung nach auch teilweise für den 4-Jahreszeit-Gebrauch geeignet
Und vom Aufbau her ist es auch unglaublich schnell. Das System, was sich Tarptenter ausgedacht hat, klappt wirklich wunderbar. Man kann das Zelt in schlechten Bedingungen im Dunkeln sehr, sehr schnell aufbauen. Das ist mit einer der größten Vorteile dieses Zelt ist. Eben, das ist genau wie oder generell die Zelte von MSR einfach sehr gut funktionieren und sehr gut von sich aus aufgebaut werden können. Ja, wie gesagt, das normale Single Rainbow kostet 400 €, was natürlich ein bisschen mehr als das Lunar Solo ist, aber auch ein bisschen noch mehr Komfort, Funktion, Luxus bietet, aber natürlich auch 300 Gramm mehr wiegt. Das Double Rainbow ist eben momentan das einzige Zelt der Serie, was auch als Li, das steht für Lithium, angeboten wird und eben aus diesem Cuban Fiber Material ist. Und ja, ich habe mich für das Double entschieden, weil es eben aus dem Material gefertigt ist und eben nochmal mehr Platz mitbringt. Ich würde sagen, es ist für 2 Personen ein bisschen eng. Für eine Person ist es allerdings ein riesiger Palast. Und da es eben aus DCF ist, wiegt es nur unglaubliche 780 Gramm. Allerdings hat Cuban Fiber auch seinen Preis und ja, wie gesagt, das Single in Nylon ist für 400 € erhältlich und das DCF-Zelt kostet fast das Doppelte eben aufgrund des Materials und über 800 €. Deswegen würde ich das als Einsteigerzelt natürlich auch nicht empfehlen und ich habe es mir auch erst als 4. oder 5. Zelt geholt, wo ich mir wirklich sicher war, dass ich das Hobby sehr, sehr lange betreiben werde und da wirklich einmal einen richtig guten und teuren Kauf tätigen möchte, um dann eben auch das beste Zelt seiner Klasse eben zu haben. Ja, weitere gute Firmen, von denen man sich nochmal Zelte angucken könnte, wären die amerikanischen Firmen Big Agnes, Nemo oder REI. Und wie gesagt, dort kann man sich auch mal Zelte anschauen. Da sind auch gute dabei. Ich finde die allerdings jetzt persönlich nicht so gut wie die Empfehlung, die ich hier getätigt habe, aber so um generell einen Überblick mal zu bekommen, kann man sich die Händler auch mal anschauen. In Deutschland finden wir auch Trekkingzelte beworben von Decathlon, die würde ich allerdings auf keinen Fall empfehlen, da die für das, was die bieten, wirklich viel zu schwer sind, obwohl sie teilweise günstig sind und auch meiner Meinung nach als Einsteiger-Trekkingzelt nicht wirklich geeignet sind. Ja, ich glaube, ich habe jetzt mal so alle wichtigen Punkte erklärt, die man so bei einem Trekkingzeltkauf beachten sollte und vielleicht habe ich euch damit die Kaufentscheidung ein bisschen einfacher gemacht und euch interessante Modelle vorgestellt. Hat euch das Video gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis nächstes Mal.